Herr Juncker, vielen Dank, dass Sie uns heute in Ihrem schönen Garten hier in Luxemburg empfangen. Bitte sehr. Die Corona-Krise läuft langsam aus. Sie haben gesagt, Sie waren die längste Zeit am Stück jemals zu Hause bei sich in Ihrem Haus hier. Wie geht's Ihnen jetzt? Ja, mir geht's gut. Ich bin zwar nicht gemacht für ein derartiges Gefängnisregime, aber mir geht's gut. Ich konnte die letzten 2 Monate normal arbeiten, habe mehr gelesen als sonst, habe mehr telefoniert, noch mehr telefoniert als sonst, habe viele Interviews gegeben, noch mehr als sonst und habe mich um Dinge gekümmert, für die ich sonst keine Zeit hatte. Aber ich bin nicht Opfer der Räumwut geworden. Also ich bin nicht dauernd hin und her mit alten Kissen und mit alten Kartons rumgefahren, weil es war ja verboten, während langer Wochen überhaupt das Auto zu besteigen. Eine der Maßnahmen, die die Staaten in der EU sehr schnell und unkoordiniert ergriffen haben, war ja, die Grenzen zu schließen oder stark zu kontrollieren, auch die Grenzen rund um Luxemburg. Hat Sie das ins Herz getroffen als Europäer? Also das hat mich massiv gestört, weil die Grenzen wurden eigentlich über Nacht geschlossen, ohne dass die luxemburgische Regierung beispielsweise darüber von den Herrschaften informiert worden wäre. Es gab überhaupt keinen Grund, die Grenzen zwischen Deutschland und Luxemburg zu schließen, weil die in Luxemburg getroffenen restriktive Maßnahmen waren früheren Datum als die in Deutschland und auch etwas strenger in der Erstanlage ausgerichtet, dass man Zehntausende deutsche Grenzgänger gezwungen hat, lange Umwege zu machen, um über die Grenzen zu kommen, ist ein Unding. Dies war keine gehobene Form der Staatskunst. Man hat die Grenzen geschlossen, ohne an die Bürger zu denken, die das Opfer einer derartigen Berliner Willkür wurden. Glauben Sie denn, dass es den Schengen-Raum, also den Raum ohne Personenkontrollen, irgendwann tatsächlich mal wieder geben wird? Oder haben sich die Nationalstaaten jetzt daran gewöhnt, dass es so einfach ist, die Grenzen zu schließen? Man muss die Grenzen schnell wieder öffnen. Das ist ein Prozess, der unterwegs ist. Ich glaube nicht, dass die Nationalstaaten sich jetzt daran gewöhnt haben, die Grenzen einfach so zu schließen, weil es hat doch in der Bevölkerung erheblichen Widerstand gegeben. Ich habe an der deutsch-luxemburgischen Grenze festgestellt, ohne dieselbe besucht zu haben, dass die Bürger diesseits jenseits der Mosel und der Sauer sehr böse wurden. Also es gibt hier in dieser Region Saarland, Rheinland-Pfalz, Luxemburg ein gemeinsames Ambiente, das aus 1000 kleinen Fäden ein dickes freundschaftliches Seil gebildet hat, und dass man das einfach so mutwillig zerstört hat, leuchtet den Menschen nicht ein. Und wenn es noch einmal zu derartigen Grenzschließungen käme, dann wäre das eine etwas aggressivere Form des sich zu Wortmeldens der Bürger diesseits und jenseits der Grenzen ohne jeden Zweifel geben. Die Corona-Krise hat Europa in eine nie dagewesene Wirtschaftskrise gestürzt. Wahrscheinlich auch eine tiefe politische Krise. Deutschland und Frankreich schlagen jetzt vor, einen Wiederaufbaufonds zu schaffen, der durch gemeinsame Schulden finanziert wird. Also die EU nimmt Schulden auf. Glauben Sie, das ist der richtige Weg? Also zu Anfang der Krise hat es ja ein heilloses Durcheinander zwischen den Mitgliedstaaten und alle zusammen mit anderen gegeben. Dies ist insofern nachvollziehbar, als es keine Kompetenzen der Europäischen Union in Sachen Gesundheitspolitik gibt. Insofern war der sofortige Handlungsbezugsrahmen der nationalen Regierungen der nationale und nicht der europäische. Das hat sich dann nach einer Woche irgendwie auch durch das Dazutun der Kommission eingependelt, und jetzt geht es darum, die wirtschaftlichen Folgen und die finanziellen, haushalterischen Folgen der Corona-Krise zu bewältigen. Und dann finde ich schon, dass der von Deutschland und Frankreich in Vorschlag gebrachte Lösungsansatz der richtige ist, weil ohne dass man jetzt Wortklauberei betreiben soll. Es kommt zu einer wünschenswerte Vergemeinschaftung zukünftiger
Schuldenaufnahmen, das ermöglicht es der Europäischen Union, eine insgesamt solidarische Antwort zu formulieren, vor allem in Richtung Südeuropa. Dies ist absolut notwendig. Und das ist ein guter deutsch-französischer Vorschlag. Wenn er von anderen gemacht worden wäre, hätte mindestens Deutschland ihn abgelehnt. Die Südländer finden diesen Vorschlag gut, die Nordländer zögern eher, die Ostländer warten ein bisschen ab, weil sie noch nicht wissen, was es für sie bedeutet. Glauben Sie, dass das am Ende tatsächlich funktionieren wird oder stärkt das die Fliehkräfte in der EU? Also es gibt ja unendlich viele Details, die es noch zu klären gilt und die auch zwischen den beiden Vorschlagenden nicht abgeklärt werden konnten. Jedes Land, jede Regierung und später jedes nationale Parlament hat das Recht und die Pflicht, diesem Vorschlag unter den Rock zu schauen. Das wird Zeit in Anspruch nehmen. Aber ich möchte doch davon ausgehen können, dass der Endvorschlag, die Endlösung, eine sein wird, die dem deutsch-französischen Vorschlag sehr nahe kommt. Jedenfalls ist das die anderen inspirierender Vorschlag. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich ja in dieser Frage stark bewegt. Hat sie diese Kehrtwende überrascht? Nein, also überrascht schon, aber wirklich überrascht nicht, weil es gehört zur DNA der Bundeskanzlerin, dass sie am Ende des Tages und auf dem Weg zum Ende des Tages hin sich immer um konstruktive Lösungen bemüht. Das ist auch diesmal passiert und man vergisst in der deutschen Medienberichterstattung eigentlich, dass Frankreich auch einen großen Schritt auf die anderen zugemacht hat, weil das, was jetzt auf dem Tisch liegt, entspricht nicht dem, was Frankreich als Erstlösung in Vorschlag gebracht hat. Der portugiesische Ministerpräsident Costa hat gesagt, wenn wir das jetzt nicht hinkriegen, diesen Wiederaufbaufonds, dann scheitert Europa. Teilen Sie die Meinung? Also ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit den angekündigten Scheitern der Europäischen Union. Diese Vorankündigungen begleiten mich die letzten 35 Jahre fast allwöchentlich. Aber wahr ist, an dem, was mein Freund Costa, portugiesischer Premierminister, gesagt hat, wahr daran ist, dass wenn wir jetzt nicht zu diesem Mindestmaß an Solidarität, am gemeinsamen Anpacken und an gemeinsamer Zukunftsgestaltung finden, dann gerät Europa doch in eine sehr ernstzunehmende Existenzkrise. Wir haben die Euro-Krise überlebt, wir haben die Wirtschafts- und Finanzkrise nicht nur ausgesessen, sondern auch mit zukunftsorientierten Instrumentarien bewältigen können. Es muss uns jetzt auch gelingen, diese Herausforderung zu meistern, und das wird uns auch gelingen. Fürchten Sie, dass im Zuge der Corona-Krise Populisten, Nationalkonservative in Europa mehr Zulauf bekommen, als sie schon haben? Werden zum Beispiel Madame Le Pen oder Matteo Salvini in Italien davon profitieren? Dieser Versuch wird von den beiden, die Sie erwähnt haben, und von anderen gestartet werden, weil Populisten versuchen, aus jedem Holz Feuer zu machen. Aber ich glaube, diese Krise, weil um eine solche handelt es sich, unterscheidet sich von der Finanz- und Wirtschaftskrise dadurch, dass wir damals intensiv unsere öffentlichen Meinungen davon, die sehr zurückhaltend waren, überzeugen mussten, in die Tasche zu greifen, wie es damals hieß, zu Unrecht, aber so wurde dieses Unwagen ausgedrückt, um den Banken zu helfen. Diesmal ist das eine globale Krise, die alle Länder in einer sehr symmetrischen Form alle trifft, wenn auch nicht gleichmäßig. Und es besteht in der Bevölkerung schon die Überzeugung, dass jetzt hier gemeinsame Lösungen, auch wenn sie Geld kosten, weil Geld werden sie kosten, das Licht der Welt erblicken müssen. Dass die Populisten natürlich diesen Vorgang nutzen werden, um zu erklären, dass es strikte Grenzkontrollen allenthalben braucht, dass jedes Land auf sich selbst gestellt besser mit der Krise zurande käme als die Europäische Union als Gesamtheit, würde mich nicht wundern. Aber ich glaube, die Menschen in Europa haben auch aus der Krise gelernt. Und zwar haben sie gelernt oder sind dabei, das zu lernen, dass ein Staat allein, ein Land allein dieser Krise nicht Herr werden kann und werden wird.
und dass hier alle in dieselbe Richtung schwimmen müssen. Vielleicht hat diese Krise auch als Endeffekt, weil es so viel Solidarität im Kleinen gab, französische Kranke, die in Deutschland und Luxemburg betreut wurden, Nachbarschaftshilfe, sich um den Nächsten zu kümmern. Vielleicht ist das so, dass wir nach der Krise alle bessere Menschen geworden sind und mit ihnen auch bessere Europäer. Weit mit dem Blick noch kurz, nicht nur Europa, die ganze Welt ist betroffen von dieser Corona-Krise. Sind Sie eigentlich froh, dass Sie in diesen Zeiten in Europa Bürger sind und nicht zum Beispiel in den USA, wo wir einen Präsidenten haben, der ja recht seltsame Vorschläge macht? Also ich habe ja den Präsidenten nicht, der sich im Zusammenhang mit Corona kennengelernt. Ich habe ja früher, also die letzten Jahre, sehr oft und sehr viel mit ihm zu tun gehabt. Und ich denke, dass die europäische Antwort auf die Krise etwas zielführender ist als das amerikanische Rumgeeier, das nicht so ist, dass man denken könnte, die Lösungen würden schon Wirkung zeigen. Zeigen sie nicht, es sei denn, negative Wirkung wäre auch eine Wirkung. Ich bin froh, dass ich nicht in Afrika lebe. Die Afrikaner wird diese Krise noch ereilen, mit voller Wucht. Und die Pandemie wird sich in Afrika so ausbreiten, dass es viele Tote in Afrika geben wird. Und wir müssen als Europäer wissen, dass wir auf Gedeih und Verderb auch vom Schicksal und von der Zukunftsgestaltung Afrikas und der Afrikaner abhängen. Also ich bin schon der Auffassung, erkläre auch das denen, die meine Meinung fragen, dass wir jetzt sofort unsere Afrika-Anstrengungen nach oben erweitern und intensivieren müssen. Noch eine persönliche Frage zum Schluss. Ihre Nachfolgerin Ursula von der Leyen hat jetzt ja quasi die Aufgabe, die Quadratur des Kreises irgendwie zu vollbringen mit dem Haushalt. Juckt es Sie nach 30 Jahren an der Spitze Ihres Landes und an der Spitze der Kommission da nochmal mitzumachen oder sind Sie froh, dass Sie das hinter sich haben? Ich habe die letzten Jahre so viele Quadrate zu Kreisen bilden müssen, dass ich volles Vertrauen in Frau von der Leyen habe, dass sie bei dem Versuch nicht scheitern wird. Sie macht das gut. Vielen Dank, Herr Juncker. Ich danke Ihnen.